Wie funktioniert eigentlich ein Studium in Deutschland? Damit hallo und willkommen auf dem Kanal der deutschen Bildung. Wir finanzieren dein Studium, du startest durch. Heute erfährst du ganz kompakt alles, was du rund um das Thema Studieren in Deutschland wissen musst. Grundsätzlich dauert ein Studium hier 3 bis 6 Jahre. Es unterteilt sich in Bachelor- und Masterstudium. Das Bachelorstudium dauert 3 Jahre und das Masterstudium im Anschluss nochmal 2 Jahre. Aber die meisten Studierenden brauchen etwas länger. Da kann so ein Bachelorstudium schon mal 4 oder sogar 5 Jahre dauern und ein Masterstudium 3. Das ist möglich, weil du anders als in der Schule selbst entscheiden kannst, wann du wie viele Veranstaltungen belegst. Außerdem kostet ein Studium im Vergleich zu anderen Ländern hier echt wenig. Das Einzige, was du bezahlen musst, sind Semestergebühren. Und die liegen je nach Uni zwischen 120 und 450 Euro. Darin enthalten ist oft auch schon dein Semesterticket, mit dem du die öffentlichen Verkehrsmittel in deiner Studienstadt oder sogar dem gesamten Bundesland nutzen kannst. Was du trotzdem finanzieren musst, sind deine Lebenshaltungskosten und die können je nach Studienstadt ganz schön hoch sein. Dazu findest du in den nächsten Wochen ein detailliertes Video auf diesem Kanal. Studieren kannst du natürlich nur, wenn du an einer Hochschule angenommen wirst. Dazu musst du deine Hochschulzugangsberechtigung nachweisen. Für uns Bildungsinländer ist das einfach das Abitur. Für Studieninteressierte aus Frankreich ist es das Diplôme du Baccalauréat Général, aus Österreich das Reife- und Diplomprüfungszeugnis und aus Slowenien die Matura. Ob deine Hochschulzugangsberechtigung ausreichend ist, kannst du auf dem Infoportal Anabin nachgucken. Den Link dazu findest du in der Infobox. Wenn du grundsätzlich für ein Studium qualifiziert bist und auch ein Studienfach gefunden hast, das dich interessiert, ist es Zeit für die Bewerbung. Je nach Fach erfolgt die entweder direkt über die Uni-Website oder über ein deutschlandweites Portal wie hochschulstart.de. Dort musst du deine Hochschulzugangsberechtigung und teils auch einen tabellarischen Lebenslauf oder Sprachnachweise und ein Motivationsschreiben einreichen. Für den Eintritt ins Bachelorstudium ist aber meistens deine Abiturnote entscheidend. Der Numerus Clausus oder kurz NC besagt, wie gut deine Note sein muss, damit du einen Studienplatz bekommst. Den weiß aber vorher niemand, weil er sich errechnet aus allen Noten der Bewerberinnen und Bewerber. Du kannst aber so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie deine Chancen stehen, indem du dir die NCs der letzten Jahre anguckst. Wichtig ist aber, dass du dich, egal mit welchen Chancen, auf deinen Traumstudienplatz bewirbst. Denn voraussagen, wie hoch der NC in diesem Jahr ist, kann wirklich niemand. Wenn du die Zusage für dein Studium in Form des Zulassungsbescheids bekommen hast, ist es Zeit für die Immatrikulation. Für sogenannte zulassungsfreie Fächer kannst du übrigens die ganzen Bewerbungsschritte überspringen und dich direkt für dein Studienfach einschreiben. Die grundsätzliche Qualifikation für ein Studium brauchst du dabei aber trotzdem. Die Einschreibung oder Immatrikulation erfolgt meist persönlich bei deiner Universität. Hier musst du dein Zeugnis in beglaubigter Abschrift, einen Krankenversicherungsnachweis und ähnliche Dokumente abgeben. Was genau du mitbringen musst, steht meist in deinem Zulassungsbescheid drin. Nun kannst du dich ganz offiziell Student oder Studentin nennen. Spätestens jetzt solltest du einen Blick in deine Studien- und Prüfungsordnung oder dein Modulhandbuch werfen. Dort ist genau festgelegt, welche Veranstaltungen du in deinem Studium belegen musst. Viele Studienfächer bauen sich aus einer Basisphase auf, wo du Einführungsvorlesungen und erste Tutorien und Übungen belegst. Darauf folgt die Vertiefungsphase, in der du zusätzlich Seminare belegst, die du, wenn du Glück hast, dir sogar aussuchen kannst. Und am Ende folgt eine Abschlussphase, in der du deine Bachelor- oder Masterarbeit schreibst und eventuell sogar eine mündliche Prüfung ablegst. Die Prüfungsordnungen sind oft kompliziert und unübersichtlich geschrieben, aber es lohnt sich da einmal durchzubeißen. Denn die meisten Fragen, die während deines Studiums auftauchen werden, sind genau darin beantwortet. Wichtig ist auch, sich zu merken, ob es irgendwelche Module oder Veranstaltungen gibt, die du erst anfangen kannst, wenn du andere abgeschlossen hast. Denn wenn du das im Voraus nicht weißt, buckelst du dir im schlimmsten Fall ein unerwünschtes Extrasemester auf. Weißt du übrigens, was der Unterschied zwischen Vorlesungen, Seminaren, Tutorien oder Übungen ist? Bei Vorlesungen steht dein Dozent oder deine Dozentin vorne im Hörsaal und gibt 1,5 Stunden Input. Die Studierenden müssen eigentlich nur zuhören und Notizen machen, weswegen teils hunderte Leute gleichzeitig in so einer Veranstaltung sind. Inzwischen gibt es aber auch einige Dozentinnen und Dozenten, die diesen Frontalunterricht etwas aufbrechen und Fragen an die Studierenden stellen. Manche Vorlesungen werden von Tutorien oder Übungen begleitet. Hier trifft sich eine Teilgruppe mit einem Tutor oder einer Tutorin. Die haben meist früher in ihrem Studium genau die gleiche Vorlesung belegt und kennen sich deswegen bestens mit dem Lehrmaterial aus. Je nach Studienganggröße kannst du hier mit so ca. 10 bis 30 Leuten rechnen. Und es geht wirklich darum, Fragen zu stellen, Übungsaufgaben zu machen und das Lehrmaterial komplett zu verstehen. Insbesondere in naturwissenschaftlichen Fächern gibt es auch häufiger Übungen,
in denen du das Gelernte in die Praxis umsetzt und zum Beispiel ins Labor gehst. Seminare finden in einer ähnlich kleinen Gruppe von 10 bis 30 Leuten statt. Hier geht es in erster Linie um Diskussionen. Damit du daran auch teilnehmen kannst, musst du dich viel detaillierter vorbereiten als für eine Vorlesung. Das kann beispielsweise sein, dass du Texte lesen musst, dir dazu Markierungen und Notizen machst. In deinem Studium wirst du anhand von Klausuren, Hausarbeiten, Präsentationen oder Protokollen benotet. Eine Klausur ist nichts anderes als ein großer Test oder eine Klassenarbeit am Ende des Semesters. Sie kann Multiple-Choice-Aufgaben enthalten oder kleine kurze Fragen oder auch längere Essay- oder Erklärungsaufgaben. Hausarbeiten schreibst du für gewöhnlich in den Semesterferien. Sie sind 10 bis 20 Seiten lange schriftliche Ausarbeitungen zu einer Frage, die du dir passend zu einem Seminar selbst aussuchst. Hausarbeiten müssen akademischen Standards entsprechen, was in erster Linie heißt, dass du ordentlich zitieren musst. Wie genau das geht, lernst du im ersten Semester. Wenn du erfolgreich an einer Veranstaltung teilgenommen hast, bekommst du einen sogenannten Schein. Inzwischen ist es an den meisten Unis digitalisiert und dein Kurs erscheint automatisch auf deiner offiziellen Leistungsübersicht. Dort erkennst du auch, wie viele Credit Points oder ECTS du für deine Veranstaltung bekommst. Im Bachelorstudium sammelst du insgesamt 180 ECTS, im Masterstudium 120. Als Student oder Studentin in Deutschland wird von dir erwartet, dass du selbstverantwortlich und selbstständig arbeitest. Das heißt aber zum Beispiel auch, dass dir Fristen für Prüfungsanmeldungen nicht unbedingt gesagt werden, sondern du die selbst aktiv auf der Webseite nachlesen musst. Mache dich daher so früh wie möglich mit allen Websites und Online-Portalen, die deine Uni nutzt, vertraut. Denn je weniger Zeit du in die Organisation stecken musst, desto mehr Zeit hast du, dein Studium zu genießen. Und so ein Studium in Deutschland kann ganz schön aufregend sein.